Wie die meisten anderen auch, freue ich mich immer, wenn ein Spiel, welches ich sehr mag, eine Generalüberholung bekommt und man merkt, dass es den Entwicklern wichtig war, den Fans des Originals ein weiteres Mal aufzuzeigen, warum genau sie es so sehr mochten. Natürlich bedeutet das nicht, dass man 1:1 dasselbe machen muss und ich persönlich finde es sogar besser, wenn man versucht, dem Remake eine komplett eigene Identität zu geben. Denn wenn man dies nicht tut, kann es schnell passieren, dass es nicht den gewünschten Effekt bei den Spielern auslöst. Einfach weil es sich zu sehr ähneln könnte und man keinen Grund sieht, das Remake über dem Original zu spielen. Oder weil die Spieler merken, dass ihre Nostalgie sie daran gehindert hat, die ursprünglichen Fehler zu bemerken und diese durch den fehlenden Charme der Kindheit umso mehr ins Auge fallen. Deswegen ist es in meinen Augen auch sehr wichtig, den passenden Zeitpunkt abzuwarten, um ein Remake zu veröffentlichen. Je älter das Original ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich viele Menschen sehr positiv daran zurückerinnern und ein Remake ihnen die Möglichkeit bietet, die Erinnerungen neu zu erleben. Ich muss leider zugeben, dass ich von meiner Seite aus nicht behaupten kann, dass die Pokémon-Remakes meine Erwartungen an ein Remake erfüllen. Das bedeutet nicht, dass ich sie für schlechte Spiele halte, sondern ich verschiedene Probleme mit der Herangehensweise seitens Pokémon habe. Und davon ist auch keines der 4 Remakes der Hauptreihe ausgeschlossen. Das Ganze hier ist nochmal eine Erweiterung zu meinem letzten Video, wo ich meine Gedanken zu einem Diamant und Pearl Remake geäußert habe und warum ich für meinen Teil keines haben will, obwohl ich die 4. Generation so sehr liebe. Mein größtes Problem ist vermutlich, in welchen Abständen die Remakes erscheinen. Das hängt allerdings auch mit den allgemeinen Erscheinungszeiträumen der Spiele zusammen. Heutzutage liegen die Zeitpunkte neuer Editionen viel zu nah beieinander, um sich wirklich auf einen neuen Teil einzulassen. Denn sobald man einen Teil gerade beginnt so richtig zu akzeptieren, steht der nächste schon kurz vor der Veröffentlichung. Pokémon Gelb erschien am 12. September 1998 in Japan und Feuerrot und Blattgrün am 29. Januar 2004. Knapp 5 Jahre lagen dazwischen und in der Zeit bekamen wir Gold, Silber, Kristall, wie auch Rubin und Saphir. Mir ist natürlich bewusst, dass Feuerrot und Blattgrün Remakes von Rot und Blau bzw. Grün sind, aber trotzdem wurde die erste Generation mit Pokémon Gelb abgeschlossen und schon bereits nach 5 Jahren wurde sie neu aufgelegt. In solchen Momenten muss ich mich einfach fragen, wozu dieses Remake jetzt gut sein soll. Ich weiß natürlich, dass es hierbei um Profit geht und das will ich auch gar nicht zu stark kritisieren, weil ein Unternehmen nun mal darauf achten muss. Aber was bringt es den Spielern selbst? Wenn man mit der ersten Generation aufwächst, vergeht nicht besonders viel Zeit zwischen dem Original und dem Remake. Und wenn ich auch noch die neueren Teile spiele, bedeutet es, dass man einen Game Boy Advance oder SP besitzt, worauf man auch Rot oder Blau spielen könnte. Es erscheint mir ziemlich unsinnig, ein Remake zu einem Spiel zu veröffentlichen, welches immer noch leicht zugänglich ist. Wenn es sich natürlich um ein älteres Spiel handelt, an welches man nur schwer rankommt oder einfach den Hürden der Zeit nicht standhalten konnte, würde ich eher dazu tendieren, das Spiel neu aufzulegen. Damit riskiert man auch nicht, seine Zielgruppe zu übersättigen. Sinnvoller ist es natürlich bei den darauffolgenden Remakes. Zwischen Kristall und Heart Gold und Soul Silver lagen 9 und zwischen Smaragd und Omega Rubin und Alpha Saphir sogar 10 Jahre. Zwischen diesen Veröffentlichungen gab es 8 andere Spiele der Hauptreihe, Remakes mit einbezogen. 5, wenn man die Doppeledition zusammenzählt. Es hat einem also nie an Pokémon-Inhalten gemangelt. Wenn man einzelne Ableger dieser Zeit nicht mochte, kann ich es natürlich verstehen, dass man sich wünscht, mehr von den Teilen zu sehen, die einem gut gefallen haben. Aber es ist nicht so, als ob es kein gutes neues Spiel mehr hätte geben können. Ich persönlich finde so einen Zeitraum wesentlich besser als den wir beim Gen 1 Remake hatten. Außerdem sind die jeweiligen Remakes nicht auf Konsolen erschienen, mit denen man auch die Originale hätte spielen können. Dadurch lohnt es sich für den Spieler auch wesentlich mehr, sich das Remake zu kaufen, da es sein kann, dass man die Konsole, auf der das Original erschienen ist, nicht mehr besitzt. Aber euch sollte aufgefallen sein, dass zwischen den Originalen und Remakes quasi 8 weitere Spiele erschienen sind. Das bedeutet, dass man durchgehend mit Spielen versorgt war und auch hier in meinen Augen nicht wirklich das Bedürfnis für ein Remake aufkommen konnte. Der Grund dafür ist nämlich, dass all diese Spiele zur Hauptreihe gehören und auf der gleichen Plattform erschienen sind. Lasst es mich versuchen so zu erklären. Nehmen wir einfach mal die Zelda-Reihe und das Ocarina of Time Remake als Beispiel. Zwischen diesen Spielen gab es einen Zeitraum von knapp 13 Jahren und insgesamt sind 11 Spiele der Hauptreihe erschienen. Klingt natürlich erstmal nach viel, bis man sich genauer anschaut, auf welchen Plattformen diese denn erschienen sind. Von diesen 11 Spielen sind 6 auf Handhelds erschienen. Sie gehören natürlich immer noch zur Hauptreihe, aber es ist nun mal so, dass diese Spiele meistens nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie die auf einer Heimkonsole erscheinen, da das nun mal die Hauptplattform für die Reihe ist. Natürlich freut man sich immer, wenn ein Spiel aus der Reihe angekündigt wird, aber die Reaktionen sind sehr anders, je nachdem für welche Plattform sie erscheinen. Und das gleiche trifft auch auf Pokémon zu. Nur, dass es dort genau andersrum ist. Die Handheld-Spiele erregen die meiste Aufmerksamkeit. Und da in diesem Zeitraum hauptsächlich Spiele für die Hauptplattform erscheinen, ist man so übersättigt, dass ein Remake nichts Besonderes mehr zu sein scheint. Zumindest trifft das auf mich zu und ich weiß, dass sich dennoch immer sehr viele über ein Remake freuen. Das freut mich dann natürlich auch für diese Leute. Es ist wie gesagt nur, wie ich mich dabei fühle.
fühle. Es ist inzwischen so, dass man sich jede neue Generation nicht nur auf die neuen Ableger mit einer neuen Region freut, sondern schon beginnt zu spekulieren, wann die neuen Remakes erscheinen werden. Diese Vorfreude ist für einige sogar größer als auf die Ableger, die die nächste Generation einleiten. Immerhin weiß man ja, dass man das Original mag und eigentlich nur darauf wartet, die Spiele auf der neuesten Hardware zu spielen. Das geht allerdings alles so weit, dass es schon zur Norm geworden ist. Wo andere Franchises die Fans mit Remakes überraschen und es dadurch zu einem großen Ereignis wird und dadurch noch mehr in Erinnerung bleibt, ist es bei Pokémon so, dass die Fans so stark verwöhnt sind, dass sie ein neues Remake erwarten. Das gibt es bei keinem anderen Franchise, das mir bekannt ist. Normalerweise sind Remakes dafür da, vergangene Teile zu zelebrieren, doch bei Pokémon ist es nur ein weiterer Ableger, der von den Fans verlangt wird. Das finde ich wirklich sehr schade. Natürlich gefallen auch mir die meisten Remakes, aber sie fühlen sich für mich nicht wirklich verdient an. Teilweise finde ich, dass es sinnvoller wäre, die Originale einfach auf der aktuellen Konsolengeneration für rund 10 bis 20 Euro zu bringen, wie es mit der ersten und der zweiten Generation auf der Virtual Console des 3DS der Fall war. Zumindest hätte ich das lieber, als wenn weitere Ressourcen jede Generation daran fließen müssen, nicht nur neue Hauptspiele, sondern auch die Remakes zeitig auf den Markt zu bringen. Das würde eine Menge Zeit und Kapazität einsparen, die man zum Optimieren der eigentlichen Ableger der Generation nutzen könnte und was möglicherweise auch die Fehler, die Schwert und Schild zum Beispiel haben, hätte verhindern können. Natürlich sind Remakes im Normalfall nicht so aufwendig, wie ein Spiel von Grund auf neu aufzubauen, da auf Kulissen, Handlung und Ton des Spiels bereits vorgegeben sind und man lediglich versucht, diese neu aufleben zu lassen. Das kann gut funktionieren, muss es aber nicht. Das Remake, das es in meinen Augen am schlechtesten geschafft hat, dies umzusetzen, ist das Remake der dritten Generation. Leider muss ich sagen, dass ich finde, dass Omega Robin und Alpha Saphir zwar gute Spiele im Allgemeinen sind, aber keine guten Remakes. Da die Originale bereits gut waren, macht es auch Sinn, dass die Remakes Spaß machen. Aber letztendlich fehlt es diesen an eigenen Charakter und ich persönlich spiele immer noch lieber Rubin, Saphir oder Smaragd als Omega Robin und Alpha Saphir. Wie gesagt, möchte ich damit nicht ausdrücken, dass die Remakes schlechte Spiele sind. Das sind sie für mich nämlich nicht. Und klar mögen viele diese vermutlich auch mehr als die Originale. Immerhin haben sie moderne Mechaniken, 3D-Grafik und wirklich schöne Momente. Doch wenn ich dieses Spiel spiele, merke ich einfach, wie wenig man darüber nachgedacht hat, was das Original ausmacht. Es ist nun mal leider so, dass die Handlung in der dritten Generation nicht besonders gut ist. Das Ziel des Bösewicht-Teams ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, ziemlich unsinnig. Genauso wie der Höhepunkt des Spiels. Sie wollen jeweils die Landmassen und den Meeresspiegel erhöhen, aber merken dann am Ende, dass das wohl doch die Balance der Region zerstört und zu einer Katastrophe führt. Ist ja auch nicht so, als ob man das hätte absehen können. Doch trotzdem hat es damals funktioniert. Immerhin wurde damals kein besonders großer Fokus auf die Handlung gelegt und sie diente nur als Antrieb für die Abenteuer durch die Höhenregion. Doch da man nicht wirklich auf die Idee gekommen ist, sich die Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, dass diese Handlung noch unsinniger wirkt, wenn man einen größeren Fokus darauf legt, hat man sich dazu entschieden, es abgesehen von ein paar Änderungen aufgrund der Mega- und Proto-Entwicklung wie im Original beizubehalten. Und dadurch fällt es im Remake noch mehr auf, dass die Handlung sehr an den Haaren herbeigezogen wirkt. Genau diese Probleme haben die anderen Remakes auch. Routen, die ewig lang gehen und mit nichts als Trainern gefüllt sind, werden in den Rot- und Blau-Remakes genau so übernommen und kein bisschen überarbeitet. Die Level der wilden Pokémon und der Trainer werden im Gold- und Silber-Remake nicht angepasst und dadurch haben die Remakes die vermutlich schlimmste Levelkurve in ganz Pokémon beibehalten. Es ist nicht wichtig, das Original zu erweitern, sondern lediglich es zum Großteil zu kopieren, um sich nicht so viel Arbeit machen zu müssen. Der Grund, weshalb ich allerdings der Ansicht bin, dass die ersten beiden Remakes besser sind als das der dritten Generation, ist, dass diese den Spielern zumindest wirklich einen Grund geben, die Originale, abgesehen von Nostalgie natürlich, nicht mehr zu spielen, da diese in jedem einzelnen Aspekt besser sind. Der Hauptgrund dafür ist allerdings nicht unbedingt, weil dies fantastische Remakes sind, sondern weil die Originale einfach scheiße sind. Sowohl die erste wie auch die zweite Generation finde ich einfach schrecklich zum Spielen. Aber da die Remakes dieses Problem nicht haben, ersetzen sie die Originale quasi automatisch. Erst bei Omega Rubin und Alpha Saphir sind mir die Probleme der Remakes wirklich klar geworden, da die Originale bereits sehr solide Spiele waren. Es sind in meinen Augen zwar wesentlich bessere Spiele als Feuerrot und Blattgrün, da die erste Generation an sich ziemlich schrecklich ist, aber doch leider nicht so gute Remakes.
Und auch wenn wir sowas wie die Savvy Islands im Gen 1 Remake und den Pokéathlon wie auch die einem folgenden Pokémon im Gen 2 Remake haben, fühlt es sich für mich oft so an, als würde man Altes nur wieder neu aufwärmen. Ich wünsche mir, dass die Pokémon Remakes einen Schritt mehr machen. Ich finde auch, dass Heart Gold und Soul Silver zu den besten Spielen der Reihe gehören. Aber ich muss mir vorstellen, wie viel besser sie gewesen wären, wenn man sich nicht zu sehr an den Originalen orientiert hätte. Ich verstehe bis heute nicht, wieso die Remakes während des Durchspiels versuchen, sich so strikt wie möglich an den Pokédex der Vorlage zu halten. Es ist für mich einfach unbegreiflich. Remakes wären doch die perfekte Gelegenheit, den Spielern eine komplett neue Spielerfahrung zu bieten. Einfach dadurch, dass man die Region mit komplett neuen Pokémon bereist. Warum kann ich kein X-Bud vom Erhalt des Nationaldecks in Feuerrot und Blattgrün bekommen? Es gibt einen Grund, warum Pokémon Randomizer für viele so beliebt sind. Da das, was uns am meisten an den Spielen begeistert, die Pokémon selbst sind. Wir lieben es, mit ihnen die Region zu bereisen und mehr Auswahl zu haben. Sorgt dafür, dass wir ständig neue Teams zusammenstellen können. Doch da man nicht darüber nachdenkt, die Pokémon-Auswahl abzuändern, endet es oft darin, dass man häufig einfach mit einem sehr ähnlichen Team zum Champion wird. Es ist für mich wirklich unverständlich, warum man unbedingt versucht, an solch unnötigen Stellen so nah wie möglich am Original zu bleiben. Diese Remakes sind darauf aus, die Vorlagen so detailgetreu wie möglich wiederzugeben und ich verstehe das. Aber wenn dabei Verbesserungen komplett außer Acht gelassen werden, geht für mich der Sinn dabei ziemlich verloren. Aber wisst ihr, was das fast zum Überlaufen bringt? Sobald die Remakes fester Bestandteil der Hauptreihe wurden, kam man auf die glorreiche Idee, eine separate Reihe an Remakes zu gestalten, welche trotzdem zu den Hauptspielen zählt. Mit Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli hat das Pokémon-Franchise ein weiteres Mal gezeigt, dass es eher darum geht, den Ball am Rollen zu halten, als das Franchise weiterzuentwickeln. Am lustigsten finde ich jedoch, dass es geschafft wurde, diesen Spielen tatsächlich eine eigene Identität zu geben. Ich weiß, dass mir das ganze Video vermutlich bereits genügend Leute widersprochen haben und der Ansicht sind, dass die Pokémon Remakes fantastisch sind. Ich lasse immer jedem seine Meinung und teile hier auch nur meine Gedanken über ein Franchise mit welchem ich aufgewachsen bin und mir immer noch viel bedeutet. Aber vermutlich wird mir auch dem Letzten meine Meinung völlig egal sein, wenn ich sage, dass mir Pokémon Let's Go wirklich gefallen hat. Ich finde, es ist die beste Version von Kanto, die es gibt. Ich sprach davon, dass es für mich zwei Arten von Remakes gibt. Die, welche versuchen, die Vorlage abzulösen und die eine komplett neue Spielerfahrung bieten. Dadurch haben beide Spiele weiterhin ihre Daseinsberechtigung und man muss sich nicht darüber Gedanken machen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, das Original einfach zu porten. Ich nenne immer gerne das Final Fantasy VII Remake als Beispiel. Das sind beides komplett verschiedene Spiele und letztendlich kommt es nur darauf an, welchen Stil man präferiert. Und bei Let's Go ist es für mich relativ ähnlich. Natürlich nicht so drastisch wie bei Final Fantasy, aber im Vergleich zu allen anderen Remakes bietet es eine völlig neue Spielerfahrung als zuvor. Der Grund dafür ist, dass dieses Spiel auf Pokémon Go basiert und das stört natürlich viele Spieler. Ich persönlich kann nichts mit Pokémon Go anfangen und Let's Go hat auf jeden Fall genug Probleme. Vertraut mir, dieses Spiel wird nicht von dieser Videoreihe verschont werden. Aber nichtsdestotrotz haben mir diese Spiele sehr viel Spaß gemacht. Es war der größte Spaß, den ich seit ORAS in einem Pokémon-Spiel hatte. Und nur so nebenbei ist ORAS auch besser als diese Spiele. Da gibt es keine Diskussion. Ich bin Casual-Spieler. Ich interessiere mich ausschließlich für die Spielerfahrung, die ich außerhalb von Online-Kämpfen haben kann. Ich will während des Spiels unterhalten werden, aber erwarte auch nicht, die schwersten Spiele aller Zeiten zu haben. Und das bietet mir Let's Go. Natürlich gibt es dort die gleichen Probleme, die ich auch bei den anderen Remakes habe. Wieder nur die ersten 151 Pokémon und ihren Alola-Formen. Keine aktualisierten Routen und am allerschlimmsten das zweite Remake der ersten Generation. Ich meine, kommt schon. Echt jetzt? Ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass es sehr wohl möglich ist, den Remake ihre eigene Identität zu geben, auch wenn diese nicht unbedingt jedem gefallen muss. Und trotzdem beginnt es mich wieder anzukotzen, wenn ich darüber nachdenke, dass wir nun quasi 2 Reihen an Remakes bekommen. Und ich weiß wirklich nicht, wo das noch hinführen soll. Es bringt doch nichts, wenn die Reihe nur in der Vergangenheit lebt. So wird man sich nie wirklich von seinen Ursprüngen lösen und mit der Zeit gehen können. Ich möchte, dass die Pokémon-Spiele neue Höhen erreichen, wie es auch das Mario- und Zelda-Franchise geschafft haben. Und abgesehen von sehr vielen anderen, vermutlich noch gravierenderen Problemen, würde ich die Remakes als weiteren Grund für diesen Rückstand des Franchises aufzählen, da sie den Drang repräsentieren, bei der doch so guten alten Zeit zu bleiben.